war eigentlich ein alter Milchviehbetrieb, ja, den ich aber dann 2007 mit dem aufgehört habe und habe den eigentlich dann stillgelegt. Es war dann eigentlich der Stall leer und den haben wir dann, seit ich dann die Sandra kennengelernt habe, im Zuge ihrer Ausbildung 2012 eigentlich wieder aktiviert. Ja. Also Greencare ist ein Label für den Hof. Es ist die soziale Auszeichnung. Also ich sage immer, es gibt mehrere Sparten in der Landwirtschaft. Es gibt die Direktvermarktung, es gibt Urlaub am Bauernhof und es gibt die soziale Landwirtschaft. Und für die soziale Landwirtschaft steht Greencare. Ziel unseres Hofes ist eigentlich, ein Begegnungshof zu sein. Das heißt, Begegnung auf verschiedenen Arten, Mensch, Tier, Natur und auf der anderen Seite an den Leuten, die den Bedarf haben, auch therapeutisch, und die Leute oder Kinder, die einfach aus Lust und Freude zu uns reiten kommen und mit den Tieren herumtun. Also das ist eigentlich für mich ganz wichtig, einfach einen Ausgleich zu schaffen. Also damit ich das Sachl gut so führen kann, wie es jetzt geführt wird, habe ich mehrere Ausbildungen gebraucht. Also die Grundausbildung von der Landwirtschaft, also Land- und Pferdewirtin, die habe ich schon mitgebracht. Und aus dem Sozialbereich habe ich noch einiges nachholen müssen. Das heißt, also ich habe dann einen Lebens- und Sozialberater gemacht und mich noch sehr beim Reiten spezialisiert auf die Kinder. Das heißt, ich habe auch in dem Bereich noch einige Ausbildungen gemacht, zum Reitpädagogen. Fürs therapeutische Reiten habe ich noch Ausbildungen gemacht. Die Sandra war dann sehr fokussiert aufs Pferd und ich habe mich dann fokussieren können aufs Kind. Und so waren beide gut begleitet, das Pferd und das Kind. Von da ist das Arbeiten natürlich genial, wenn man das so arbeiten kann. Also als die Eltern erfahren haben, dass ich dann 2006 im Dezember den Betrieb aufhören möchte, war natürlich das nicht unbedingt sehr stimmungsvoll, ja, bei uns. Ja. Aber ich muss Ihnen das hoch anrechnen, dass sie einfach mir es ermöglicht haben, aufzuhören, natürlich auch mit der Tradition zu brechen, um meine eigenen Interessen zu verfolgen. Mein ganz persönliches größtes Hindernis war wirklich wieder einfach dieses Thema des aufgelassenen Hofes mit Feingefühl anzugehen, dass einfach wieder im richtigen Tempo, dass die Menschen einfach wieder mitwachsen mit einem neuen Hof. Weil es war schon so, der Hof war aufgelöst und es war ein abgeschlossenes Kapitel. Und nicht so mit voller Brause, neue Ideen da, man weiß ja nicht, wie es ankommt. Und das war einfach dieses Fingerspitzengefühl und wie viel vertragt es und in welchem Tempo kann man es machen, dass alle Beteiligten am Hof mitwachsen können und das gut annehmen können. Also das war die größte Herausforderung. Und die wichtigste. Wir nehmen den ganzen Hof her. Manches Mal ist auch kein Tier, ist es nur die Natur, sprich der Garten. Oftmals ein Schwerpunkt ist natürlich Reiten am Hof und die Arbeit mit den Pferden. Natürlich alle anderen Tiere auch, je nach Bedarf und je nachdem, wie der Mensch anspricht, auf welches Tier, welche Tierart. Zum Beispiel, wenn man bei den Schafen in der Hängematte liegt, ist das eigentlich ein sehr nettes Gefühl, wenn man wirklich von den Schafen umgarnt wird und die einen fast positiv gesehen auffressen. Ja. Und ich kann auch ganz stolz sagen, dass eigentlich immer, gerade im Erlebnisbereich und im reitpädagogischen Bereich, waren eigentlich die Ersten und die Nachbarn, die gekommen sind. Und sehr viele, was eigentlich sehr selten ist, weil meistens ist so, was man vor der Haustür hat, nutzt man nicht. Aber ich muss sagen, in dem Bereich haben die meisten, fast alle Nachbarkinder bei uns. Also ich war eigentlich immer der Meinung, ich habe mir da einen ganz großen persönlichen Traum erfüllt. Mittlerweile macht es sich bemerkbar, dass das einfach für viele Menschen ein Wohlfühlort geworden ist und sogar ein Gesundheitsort geworden ist. Auf das bin ich eigentlich am meisten stolz, ja. Dass einfach viele davon profitieren können. Also was ich so als persönlichen Tipp mitgeben kann, ist, nichts übers Knie brechen. Immer langsam, alles langsam wachsen lassen, mit vorhandenen Ressourcen arbeiten und alle mit ins Boot nehmen. Oft dauert es ein bisschen länger und 5 Gespräche mehr, aber es ist ein gesundes Wachstum.